Hallo, heute machen wir einen New York Lachsbagel, den gab es auch in der kleinen Kaffeebar und dazu brauchst du die folgenden Zutaten. Und dann habe ich hier schon mal den Basisbagel, verlinke ich dir auch hier oben. Falls du ihn noch nicht gemacht hast, dann den Deckel hier erstmal abheben. Such dir eine Seite raus, die die Vorderseite deines Bagels ist. Und dann starten wir mit dem Lachs. Ich habe hier geräucherten Lachs in Scheiben. Da jetzt ganz vorsichtig die Scheibe abheben und den Lachs so leicht einknicken. Such dir hier eine Vorderseite raus und knick den so ein bisschen ein, damit du ihn dann in Wellen auf deinen Bagel drauflegen kannst. Zum einen wollen wir, dass ordentlich was drauf liegt und zum anderen, wenn diese dünne Seite vom Lachs vorne ist, dann trocknet die sehr schnell aus und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass der Bagel schön saftig bleibt und auch bis zum Schluss noch schön aussieht. Wenn du jetzt zum Beispiel eine komplette Bagelplatte machst mit gemischten Bagel, weil Besuch kommt, so, das jetzt drumherum legen. Hier kann man ruhig noch ein bisschen, so eine halbe Scheibe. Soll ja auch ordentlich was drauf sein und wesentlich mehr kommt ja nicht auf diesen Bagel drauf. So, von daher so. Vor allem gucken, dass die Vorderseite schön aussieht mit so leichten Wellen. Jetzt geben wir hier noch Dill drauf, das getrockneter Dill. Auch so ein bisschen für Geschmack und halt auch die Optik. Und zum Schluss noch Honig-Senfsoße. Die macht den Hauptgeschmack aus für den Bagel. Das ist jetzt quasi 50% Honig und 50% Senf. Da die Menge, die dir passt. Und das jetzt auf den Deckel drauf machen. Früher habe ich es aus einer Flasche raus und habe dann immer so 2 Ringe drauf. Jetzt für so eine kleinere Menge lohnt sich das natürlich nicht, das in eine Flasche reinzufüllen. So. Und hier dann jetzt den Deckel drauf. Na, die andere Seite ist schöner, so. Auch wieder schön die Vorderseite suchen. Und dann ist hier unser fertiger Lachsbagel. Viel Spaß beim Nachmachen, guten Appetit und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.